ich habe schon eingegeben. Ja, an diesem Morgen spann aus irgendwelchen Gründen der Kompressor und es piepste eine ganze Weile. Das Piepen war nach einer halben Stunde vorbei und auch später dann trat der Fehler nicht mehr auf. Hallo aus Litauen. Heiki. Wir sind so circa dreiviertel Stunde, glaube ich, ungefähr über die Grenze gefahren. Und jetzt hier gleich mal bei der ersten Sehenswürdigkeit stehen geblieben, die wir uns hier in Litauen markiert hatten. Und zwar ist es wieder ein Kreuzzügel, wo wir schon in Hiiumaa bei einem ganz kleinen waren. Nur hier ist es eine Nummer größer, wie ihr gerade schon in den Aufnahmen gesehen habt. Auch Und hinter uns sieht man, glaube ich, nicht so richtig, oder? ja, Bisschen. schauen wir uns die gleich noch aus der Nähe an mit euch. Genau. Wir kannten den Berg der Kreuze bisher eigentlich nur aus Videos von anderen Overlandern. Und jetzt stehen wir selbst hier. Und es fühlt sich nochmal ganz anders an als auf dem Bildschirm. Überall Kreuze, wirklich überall, Tausende. Es sollen über 100.000 Stück sein. Und jedes einzelne wurde von irgendjemandem hierher gebracht mit einer ganz persönlichen Geschichte dahinter. Während der Sowjetzeit wurden die Kreuze mehrmals entfernt und trotzdem haben die Menschen immer wieder neue aufgestellt. Hier ist es total still, man hört nur den Wind und dieses leise Klirren der Kreuze und irgendwie bekommt der Ort dadurch noch mehr Gänsehautfaktor. Nur das Stück raus. Ja. Aus dem Schuh. Was mich beim Fahren bei solchen Temperaturen am meisten genervt hat, war, wenn es gleichzeitig noch geschneit hat. Entweder war die Scheibe dreckig und man sah nichts, oder es hat sich durch das Spritzwasser Eis an den Scheibenwischern gebildet und die Scheibe wurde auch nicht mehr richtig frei. Wenn ihr einen Tipp habt, was man da machen kann, damit sich das Eis nicht am Scheibenwischer bildet, schreibt es doch mal in die Kommentare bitte. Wir kannten das Denkmal der litauischen Partisanen vorher gar nicht. Dieses Denkmal erinnert an die litauischen Partisanen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die sowjetische Besatzung gekämpft haben. Viele von ihnen waren jahrelang im Untergrund, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man hier steht, merkt man schnell, das ist kein gewöhnlicher Gedenkort. Es geht um Mut, um Verlust
und um den extrem starken Willen, die eigene Freiheit nicht einfach aufzugeben. Alles wirkt ruhig, fast unscheinbar, aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, bekommt dieser Ort eine unglaubliche Tiefe. I'm a bit of a fixer-upper. A couple of these doors don't close. They'll tell you that the attic's haunted and the kitchen faucet's broke. It ain't got that curb appeal, the kind that jumps off the page. It's been on the market a while, but it might get better with age. I've been known to take on water. Leica 2017 zu verkaufen, aber das hat nicht stattgefunden. Und ja, also von Harvard Hotel Projekt 28. Zum Klicken, du hast von Rico DR die DR4. Da sprachen wir ja schon von, da gab es. Und plötzlich wird es wichtig, mit Filtern zu arbeiten. Also Farbfilter zu haben. Wenn du zum Beispiel sagen willst, du willst einen Kontrast. Next morning. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt unsere letzte Nacht in Litauen verbracht. Wir werden Litauen skippen. Also außer dem, was wir jetzt schon gesehen haben. Denn hier wird es nächste Woche bis zu minus 30 Grad nachts. Und ja, wir haben beschlossen, dass wir genug vom Winter haben. Also nicht genug vom Winter, aber genug Winter für dieses Mal haben. Also Schnee ist ja schön, die Landschaften sind schön, aber leider kommt man halt nicht überall hin, wo wir so hin wollten. Beziehungsweise es lohnt sich dann nicht, wenn man nirgends lang fahren kann. Offroadig ist halt alles ziemlich verschneit hier. Und ja, und bei der Kälte mag man auch nicht so lang draußen bleiben, deshalb hocken wir ziemlich viel in Mando zurzeit. Ja, und deshalb haben wir jetzt gestern beschlossen, beziehungsweise vorgestern schon, oder gestern sind wir losgefahren, unseren Speedrun gen Süden zu starten. Wir werden jetzt noch einen kurzen Zwischenstopp in Polen machen, eine Nacht, und dann noch 2-3 Nächte in Warschau, uns zumindest Warschau noch angucken in Polen. Und dann geht es in größeren Schritten weiter Richtung Süden. So. Ja gut, ich schneid's so. Ich habe unseren Zuschauern gerade erzählt, dass wir genug vom Winter haben. Ja, jetzt, also heute ist wieder schön, heute sieht es wieder wunderschön aus, aber der Schnee, ja, es reicht auch langsam mit dem Schnee für uns. Ja, ich habe auch gesagt, dass wir die meiste Zeit halt nur in Mando sitzen, weil es zu kalt ist und
Ja, das Café hatte auch die beste Toilettendeko ever. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on this. Well, you are sacred in a way. I don't know God, but still have faith. He will. Ja, nachdem ich heute nicht so viel Lust gehabt habe, sind wir dann doch losgegangen und haben ein bisschen das Viertel Praga hier in Warschau erkundet. Das soll so das Szeneviertel sein. Und da waren wir auch gerade in einem leckeren Café. Haben ein bisschen einen Snack genossen, so als kleine Grundlage für das, was uns jetzt hinter uns erwartet, was ihr gleich sehen werdet. Wir gehen ins Museum Polskie Wodki. Das polnische Wodka-Museum. Natürlich mit einem kleinen Tasting im Anschluss. When I am next to you. I asked your father for your hand, but it didn't matter what he said. In diesem Museum wird einem die Geschichte des Wodkas, speziell des polnischen, sehr anschaulich erklärt und auch der Herstellungsprozess gezeigt. Get a little place upstate. Stay till the kids all graduate. Talk of moving every day. But who are we kidding? Yeah, next step, flavored vodka segments, my favorite segment of my favorite gallery if you wanted to see. So, try the first one please. How to do it. Swirl the glass before you smell, I mean move the liquid. Then take a little sniff, that's the safest way. This can bring you too much aromas. This is enough, believe me, I practice what I preach. And once again, half of the glass should be enough. Hold vodka for your tongue, on your tongue for a second. And then please do not do just swallow the vodka and take a little sip of water. Enjoy your time and the tasting. Yeah, believe me, it's not a joke. I have seen such people doing these turkey noises. Please try number 2, Luxusowa, which translates as luxurious. Im Anschluss an die Führung gab es dann noch ein kleines Tasting. Wir durften 4 Wodka-Sorten probieren. At least for me, smell is non-existent. I really, when I smell this vodka, I think it has no ethanol at all. The whole tasting, the whole tour, I dare say, I could make review with this bottle open. Commonly associated with premium stuff, and for a lot of Polish people, that's the brand you should buy at least as a middle ground. If you do not know what to buy, this should be sufficient for most of the Polish throats. It's very important for you to know how to choose vodka in the future. So, my dear guests, who thinks that number 1... Wir hatten das Connoisseur-Ticket gebucht. Bei dem gab es im Anschluss für jeden von uns noch einen Cocktail in der VIP-Bar. Die Cocktails waren sehr lecker. Gekostet hat uns das Ganze 35,50 € pro Person und ich sag mal, das ist ein fairer Preis für das Paket. Das machen wir zusammen, nehme ich an, ne? Und weiter geht unser Speedrun gen Süden. Nächste Woche schauen wir uns dann bereits Budapest an. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unseren Abonnenten bedanken. Wir freuen uns sehr, dass du diese Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns sehr freuen, wenn du das machst. Auch Kommentare und Likes helfen uns, damit der Kanal wächst. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. A few more years, I'll be big.